Aber hey, wir haben jetzt viel mehr Kollegen, die jetzt hier dumm rumsitzen. Auch wenn ich noch nicht richtig weiß, was denn ihr Plan ist. Das macht mir auch ein bisschen Angst. Vor allem, wer ist der Typ? Nun gut, sind Sie eine Polizistin des BMA? Natürlich ist sie das! Yes, I am. Gehört die zu Kim? Nee, die kommen beide zum 41. oder? Ist das in Ordnung? Warum wollen Sie nicht mit mir reden? I don't know. I mean, why would I want to talk to you? Oh, ist das jemand, den wir kennen? Habe ich Ihnen Unrecht getan? Ich habe vielen Leuten Unrecht getan. Wie schön, noch jemanden von der Polizei zu treffen. Ich dachte, Kim und ich wären die Einzigen. Ich habe jede Menge Macken, aber ich bringe der Welt Freude. Gehen wir einfach streng der Vorschrift vor, in Ordnung? Warum? Ich verkünde das bevorstehende Ende. Tue ich das? Ist das eine Quest von mir? Moment. Ich muss kurz gucken. Erkundigen versuchten Gewerbeblock? Achso, jetzt muss ich Plätze noch erzählen. Profilisiere das Rüstung, die Tätowierung, teile 1 Kilo mit Kuhn, das wird nie passieren. Habe ich Ihnen Unrecht getan? No, you haven't wronged me. It's okay. Sie schüttelt den Kopf und atmet aus. Something changes in her. It's pity. Pity comes over her. Ach, wieder Mitleid. Okay, fine. Let's talk. What did you want? What does one talk about with a fellow officer? Hören Sie, es gibt etwas, das mir keine Ruhe lässt. Sind wir auf dem gleichen Revier oder nicht? God damn it, you leave her alone. Keep your weird bullshit to yourself and be professional for once, for fuck's sake. Lassen Sie sie einfach in Ruhe. Also irgendwie nervt der Typ andauernd. Warum muss er denn immer zwischengrätschen? Das wäre so viel einfacher, wenn der nicht existieren Can I würde. actually help you with something? Ja, du kannst meine Frage beantworten! Yes, of course. Preposterous. I mean, you would remember if they were, right? Who forgets their squad mates? That's not possible. Ja, man vergisst schon seine eigene Grenzen im Revier. What precinct? Sie seufzt einfach. Am I from? God, he doesn't know. Er weiß es Fucking nicht. deranged lunatic. Er zischt der Sonnenbrillenträger durch die You're Zähne. getting an intellectually unsatisfying vibe from this conversation. Maybe you're doing something wrong. Ich habe was falsch gemacht, das ist ja unfassbar. Plus 10 Willenskraft zurückgewonnen? Achso, Erfahrung gewonnen. Das ist irgendwie verwirrend geschrieben. Gönnen Sie es ihm? Das hilft dem Mann mit der Sonnenbrille. Of course I'm with him. Why do you ask? Sie sehen aus wie ein hübsches Pärchen. Er ist ein Arschloch. You're an asshole. You know what? Maybe we're both assholes. Vielleicht sind wir beide Arschlöcher. Ach, wie schön. Immerhin etwas in Intro-Perspektive. Please, let's not turn this into another exchange, okay? Lassen Sie es nicht wieder zu einem Schlagabtausch ausarten. Ja, wir hatten diese Unterhaltung aus der Vergangenheit. Die sind von der Polizei, oder? Cool, ich auch. Komm, ich muss das sagen. I don't know what to say. Sie weiß nicht, was sie sagen Don't soll. say anything, Judith. Ah, Judith. Warum muss ich auch gleich Judith heißen? Habe ich noch einen anderen Namen, der mit J anfängt? Nee, ich habe TH und JV. Warte mal, er ist Polizist. Was machen Sie, die Polizei, hier? I'm just looking out for... Ich habe nur ein Auge auf mich. No one. I'm just a man with sunglasses. And you are? Sie ist eine Polizistin. Yes, a policewoman who just wants to do her job. That's all. Sie will nur ihre Arbeit machen, sagt sie ruhig und sieht weg. Something about the man with sunglasses and you. The energy between you two is making her uncomfortable. Die Energie macht sie uncool. Na gut. Tschüss! Ja, Kim? Yes? Okay, hat nichts zu sagen. Gut, dann müssen wir jetzt zum Funkgerät, würde ich sagen. Nee, wir kommen hier aus dieser Bude, glaube ich, nicht mehr raus so schnell. Wer ist er denn jetzt auf einmal? Gab's eine Hi, Vorstellung? gendarme. Another rendezvous. Ach, der Raucher vom Balkon ist es wieder. Hallo, du rückst deine Krawatte zurecht. Sie sind hier! I am. So are you. What brings you here? Wer schon gegen der? Was hat mit seiner Art auf sich? Erzählen Sie mal von diesem muskulösen Typen, der das Verbrechen untersuchen wollte. Was? Ich habe Ihren Sonntagsfreund. Was macht er hier? Admiring the atmosphere. What about you, officer? Er bewundert die Atmosphäre. Ich wohne hier, mein Zimmer ist gleich da oben. Gleich werde ich in die Geschichte eingehen. Ich werde Karaoke singen. Nein, das glaube ich eher nicht. Ich bin hier, um den Laden aufzumischen und den Fall zu lösen, denn ich arbeite. Ja, genau das. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich gehe einfach hin, wo das Leben mich führt. Nee, Laden aufmischen. Well, here's to you. Auf ihr Wohl. Er prostet dir zu, bevor er sein Getränk nippt und Schaum in seinen Mund benetzt. Ich habe Ihren Sonntagsfreund You getroffen. did. And how did you like him? Sie hatten recht, er war magisch. Magisch-bürokratisch. Sie mag ich lieber. Nichts Besonderes. Er ist ein Regierungsbeamter. Ich vertraue keiner Regierung. Ja, er war I magisch-bürokratisch. told you, he can be very useful. I guess that's the charm of powerful people. Das ist der Zauber der mächtigen Leute.
In welcher Beziehung stehen sie zueinander? Warum war der mitten in der Nacht in ihrer Wohnung? In welcher Beziehung stehen sie zu beiden? Friends, I told you. Sunday friends. Friends who like to get together from time to time. Freunde, die sich manchmal treffen. Wie schön. Was soll das sein? Ein Soldatsfreund. That he won't be there when times get tough, I guess. Er ist für dich da in harten Zeiten. Kann man das überhaupt einen Freund nennen? It is. On Sundays. An Sonntagen. Wer ist er? A visitor from the first world. He's not like you and me, gendarme. He can always return. Er ist nicht so wie die und ich. Er kann immer wieder in seiner Welt zurückkehren. Wohin To zurückkehren? his opportunities in Occident, sur la clé. Still, his coming and going brings some life to the village. Aha. Er atmet und lässt die Luft für einen Moment in der Lunge, bevor sie wieder ausatmet. Sein Kommen und Gehen bringt etwas Leben in das Dorf. Or is it just money? I don't know. Vielleicht ist das auch nur das Geld. Warum war er mitten in der Nacht in ihrer Wohnung? Ja, das ist... Ja, okay, wir spielen das jetzt komplett durch. He has keys. And he likes the view. To the sea, I mean. Natürlich. Er winkt sanft mit der Hand, in der die Zigarette hält. Er mag die Aussicht auf dem Meer. Ich will nicht über andere Leute reden, sondern über sie. What about me, gendarme? Beherrschung legendär, Bye-bye, warte mal. gendarme. Schön, dass mich mal Gendarme mit. Beherrschung legendär, warte mal, da habe ich doch noch was. Ich habe schon das Beherrschungsding an, oder? Nee, habe ich nicht. Ich hatte doch noch irgendwelche Sachen, die mir Beherrschung gegeben haben, oder? Genau. Die Jacke. Die sieht so hässlich aus. Aber egal, sie bringt Beherrschung. Das ist alles, was ich gerade brauche. Okay, mehr habe ich nicht, was Beherrschung bringt. Dachte, ich hätte irgendwie noch ein Oberteil gehabt. Die Hose? Ne, die Hose, die ich schon anhabe, bringt mir bereits Beherrschung. Ja, verdammt. Na gut, dann versuchen wir das jetzt mit diesem Ding hier. Hi again, gendarme. Warum speichere ich überhaupt? Ich will eigentlich nicht Safe-Scrum. It's the sports. He's a sports guy. All about that physical prowess and athletic skill. Nothing Das ist total else. retro, die Ringjacke, ja. Erzähl mal von diesem muskulösen Typen, der das Verbrechen untersuchen Oh wollte. yes, let's see. He knocked on my door a few days after the lynching. I think he was going through the entire building, asking questions. Ach so. Jemand ist durchs ganze Gebäude gelaufen und hat Fragen gestellt. Wie hat er ausgesehen? Muscular, handsome, strong, like one of those military types. Aha. Also schon mal nicht schon Luke. War er allein? Yes, but he was speaking to someone on his earpiece. Ach, oh, erst das Funkgeräte haben sie wieder. Yes, you know those tiny speaker microphones that fancy security guards sometimes wear. Ach so, die schicken Sicherheitsdienste haben das, was hat er gesagt? Just reporting back whatever I was telling him. Ah ja, er hat nur so gemeldet. Hat er noch andere außergewöhnliche Merkmale, außer dass er muskulös ist? Let me think. He had an accent. He sounded like one of those mercenaries. Ja, das war wahrscheinlich der Kollege von dem Söldner, oder? He sounded vaguely Oranese. No, not vaguely, scratch that. He sounded definitely Oranese. Oranesisch. Was haben sie erzählt? Nothing. That I didn't see anything. Der hat ihn Why geglaubt. shouldn't he? Haben sie von ihrem Freund What erzählt? friend? Ah ja. Das ist, er spielt das wieder. Ja, ich habe ihn, was soll ich denn erzählen? Ich habe auch nichts gesehen von ihrem Sonntagsfreund. No, I don't think it came up. Das kam nicht zur Sprache. Vielen Dank für die Sure. Informationen. Anything else on your mind? Sein trägen Augen wandern über dein Gesicht. Bye-bye, gendarme. Ich finde es irgendwie beunruhigend, dass mich mal Gendarme nennt. Egal. Judy, ziehen wir unsere Standardkleider an. Beherrschung, Gewandtheit. Ach, siehst du, die Schuhe bringen tatsächlich Beherrschung. Aber minus, was sind das eigentlich für Handschuhe? Fallenhandschuhe Ultra. Ja, die Elektrochemie-Handschuhe brauchen wir eher nicht so. Achso, jetzt können wir ja hier noch die Gewerkschafts Elizabeth zur Rede bringen. I've got nothing to say to you. Why are you wasting your time? Sind Sie Elizabeth Fräulein Beaufort? I suggest not wasting time on trivial pleasantries and focusing on why you are actually here. Titus Hardy. Sie deutet auf den großgewachsenen Mann beim Tisch. Even though she has excellent control over herself, something moved behind her eyes. In the way she stands. In her face. Ah, trotz ausgeglichener Selbstbeherrschung hat sich was verändert. Der lockere Leo hat mir von Ihnen erzählt. Er ist eine echte Plaudertasche. You are not here to chat up the legal counsel. You are here to question these men. Na verdammt. I suggest Even though she has no. Talk to Titus. Aggressive. Just dock workers? Do dock workers spy? Listen. Fuck yeah. So ask what you came to ask. Or get back to your commanders. Das hatten wir alles schon, ne? Warte mal, das gefällt mir. Ein guter Anfang. Gehen wir mal schnell bei. Bewaffneter Aufstand. Welche Pläne verfolgt die Gesellschaft?
Ja, die Person ist nicht ungesetzlich. Sie ist cool und witzig. Ja, die wird auch nicht. Kein Grund, emotional zu werden. No one is emotional here. Do your job. Der lächerlichste Zentrist der Welt habe ich jetzt Archiv gerade gekriegt. Then leave. Verteidige 7-mal die politische Mitte. Vielleicht reden wir später weiter. Ja, die politische Mitte ist schon ziemlich langweilig, aber das ist halt hier Olle Titus einzuschüchtern, das kriegen wir halt in 1000 Jahren nicht hin, ne? Looks like the circus left town, but the clowns are still here. Titus scheint nicht besonders glücklich zu sein, dich zu sehen. Der Zirkus hat die Stadt verlassen, aber die Clowns sind noch hier. Ich habe gerade eine Kugel gefunden im Kopf des Gehängten. Naja, gerade ist ein bisschen länger her, aber... Zeugst du von deiner Autorität? Über den 8. HD gesprochen? Schwach beim ersten Treffen. Ja, ich habe eine Kugel gefunden. A bullet, you say? That's mighty curious. Das ist verdammt merkwürdig. Er klopft sich auf den Hinterkopf. Indeed. Mighty. How did it get there? Wie ist sie dorthin gekommen? Der Lieutenant hat Titus fest im Blick. Well, there are so many bullets in the world, and so many heads. Aha, es gibt so viele Kugeln und Köpfe in der Welt. I guess it's only logical. At some point, one of them bullets had to end up in one of them heads. Aha, das ist nur Logik. Wo muss eine der Kugeln in den Köpfen landen? It's bound to happen again, you know? Just statistically speaking, of course. Aha. Es wird wieder passieren. Er tippt sich in die rechte Schläfe. Natürlich nur statistisch gesprochen. Sire, it would be an event most dramatic if you were to produce the bullet and dangle it before their very eyes. Majestät, das wäre ein höchst dramatisches Ereignis, wenn die ihren Kugeln hervor und sie vor allen Augen baumeln lassen. Ich frage es erneut, warum war das hier, du zeigst in die Kugel, im Kopf des Opfers? Ich glaube, dass mit den Hängen die Erschießung vertuscht werden soll. Haben sie ihn in den Kopf geschossen? Keine Sorge, früher oder später, nein, ich mach das da. Wow! He's got it in a real evidence bag and all! Sagt Schenki. Der kleine Mann beugt sich vor, um seine bleierne Blüte genauer an sich zu sehen. Why don't you go home and log it into evidence? These men have told you what happened. Warum gehen sie nicht nach Hause, verlassen sie ihre Beweismittel? Ja. Ich glaube, diese Männer haben noch mehr zu erzählen. Ich glaube, mit den Hängen wurde eine Erschießung vertuscht. You know what I think? I think he was shot in the head as a kid, and his brain grew around the bullet. Er wurde als Kind in den Kopf geschossen, sein Gehirn ist rumgewachsen, dann würden wir das aber nicht auf der Innenseite finden. Around the bullet, man. That's a good one. Der war gut. Elaine zwickt sich die Nasenwurzel. Wie macht man das? So oder was? So. Nee. Also, die Nasenwurzel ist doch hier, oder? Oder ist das hier unten so? Nee. Immer diese komischen Gestik. All the goofing around is to avoid lying. Diese It's a blöden. technique. Danke, liebe Schauspielkunst. Ich hätte doch wieder das Netzhemd anziehen sollen. They're only pretending to enjoy this. Beneath the act, they don't like you knowing this. Ha, diese Empathie. Oben, denke ich. Also wirklich dieses... Ja, das ist... Das ist halt irgendwie so ein müder Move, oder? Wenn man so eine Brille auf hat. Das, wenn du denn... Moment! Ich hab's gleich. Wenn halt irgendwie die Brille, das ist irgendwie nach einem langen, harten Tag, also ich habe jetzt keine richtige Brille da, nach einem langen, harten Tag quasi so die Brille und dann so absetzen, so... Oh nee, warte, anders, der andere Move war ja anders aus, so... Wissen Sie, Herr Schmidt, es ist nicht leicht. Übrigens auch richtig geil, die Brille hier ist polarisiert und der Bildschirm, der mittlere, ist schwarz auf dem Ding, weil der Bildschirm anscheinend auch polarisiert ist, weil das so ein 144 Hertz Ding sie ist und irgendwie sieht der dadurch anders aus. Wenn ich müde mache, mache ich das auch. Ich weiß nicht, wenn ich müde bin, gehe ich schlafen. Schnappe ich mir den Tuch an und schlafe ein. Haben Sie ihn in den Kopf geschossen? Shit! I probably did shoot him. I was drunk last night. You guys know me when I'm drunk. Ich habe ihn wahrscheinlich erschossen, sagt er. Oder Glenn. Der sieht ein bisschen aus wie ich, fällt mir gerade so auf. Ich bräuchte eigentlich noch einen Hut. Yeah, Glenn likes to shoot his guns when he's drunk. Better hope he stays sober. Der kleine Kerl sieht dir in die Augen. No, he meant before he was hanged. Did you shoot him before you hanged him? Ist ja langweilig, einfach schlafen. Ich sag's euch, ich bin total langweilig. Before? After? During? This is getting ridiculous. They told you what happened. Stop wasting your time. Vergeuden Sie nicht Ihre Zeit. Ja, danke für den Hinweis. Keine Sorge, früher oder später kommen wir dahinter. Never been worried in my life, Lawman. Er verschränkt die behaarten Arme und hat sein Bier für einen Augenblick vergessen. It's not like you blew it wide open, but there's a little crack in there, somewhere. Ah, Autorität. Ah ja, wir steigern das immer weiter. Ich habe jemanden angefunden, der Lynchburg gesehen hat, einen Zeugen. A witness?
You ain't got shit. The locals would never come to you with this. Der großgewachsene Mann verschränkt die Arme vor der Brust. Also er meint, die Leute hier würden niemals reden. That's just contactis, Titus. Next, he's gonna tell you one of us already roll on the others, and is in witness protection. Als nächstes sagt, dass einer von uns in den anderen schon verpfiffen hat, im Zeugenschutzprogramm. Mein Zeuge kommt nicht von hier. Well, let's hear it then. Who is your mystery fella? Titus kratzt sich im Hinterkopf und fragt. Wer ist der geheimnisvolle He's Fremde? not alarmed by the sudden appearance of a witness, but he is surprised. Er ist nicht beunruhigt, aber er ist überrascht. This goes without saying, but nonetheless, don't give out his name. Charles Willedron, ein hochrangiger Regierungsmann aus der Rue de Saint-Gislain 33b. Ja, genau. Wer ist irrelevant? It's like you said, Al. Copper's coming up with this on the spot. There is no witness. Es gibt keinen Zeugen. I've seen this shit a million times, Titus. Fly fishing. They are desperate. Tell us, Copper, what wacky claims did he make? Angeblich bin ich jetzt Fliegenfischen. Also, was hat er? Der Zeuge hat gesagt, das Hängen sei sehr ruhig vonstatten. Kein Gebrüll, kein Tumult. Der Zeuge hat gesagt, er habe zwei Leute. Was aeropaktische Herkunft sind, einen Mäsken. Der Zeuge hat gesagt, das alles hätte wie eine surreale Aufführung ausgesehen. Es war sehr still. It's you assholes that feel the need to go around like a fucking brass band. The Hardy Boys are dead silent. Achso, wir sind wie eine Brassverwalter. Die Hardy Boys sind leise, ist ja schön. Yeah, it's like they put cowbells on you before they send you to the streets. What's with the cowbells, policeman? Ich mag die Kuhglocken. They're avoiding having to answer this question. Sie weichen der Frage aus. Ich habe mir vorgestellt, dass sie trinken und Lynchlieder singen. Was hat es mit der Grabesstelle auf sich? We were drinking, weren't we, guys? I hit the bottle hard. I was drunk as fuck. Wir haben getrunken. Das setzt sich um. Stimmt Right, I'm convinced, Glenn. Nothing off here. Just a regular hanging. Eine ganz gewöhnliche Hinrichtung. Er nickt sarkastisch. Wie nickt man sarkastisch? Ich will es wissen. Ich will diesen Skill haben. Wie kann ich sarkastisch nicken? Das könnte ich sehr oft in meinem Leben gebrauchen. Bullseye. Glenn looks around uncomfortably. The lieutenant hit a nerve. Der Zeuge hat gesagt, er habe zwei Leute aeropaktischer Herkunft gesehen und einen Mäsken. Aeropagite? Boss, I think he's trying to say me and Theo. Well, yeah. What is confusing you? Eugene, Theo, and Elaine were there too. I already told you. We were all there. Kannst du es nicht? Nein, ich kann nicht ironisch nicken. Ich kann nur... Ich kann dieses kurze, dieses angedeutete Nicken, wenn du quasi wir kennen uns, oder wenn du so über die Menge guckst und das irgendwie nur ein bekanntes Gesicht siehst und sagst, ja, dieses Kopf kurz heben. Das kann ich, aber ironisch nicken gehört leider nicht zu meinem Repertoire. Der Zeuge hatte gesagt, es sei alles wie eine surreale Aufführung ausgesehen. That means absolutely nothing to me. Sounds like some made-up horse shit. Sagt er und nimmt einen Schluck aus seiner Dose. It means the whole scene was long and drawn out, like it was from a film. Ist das ein Film? What is this fella's problem? Sorry we didn't make it more action-packed. It wasn't the first thing on our minds, you see? Entschuldigt, dass es nicht so rasant war. Es stand nicht auf unserer Prioritätenliste. Shanky. It's Shanky, right? I thought there's something wrong about the lynching story. Now I know there was. Naja, Shanky hat's verraten. Jetzt wissen wir, dass was falsch war. You don't know shit. I know you are lying, Shanky. Eigentlich gar keiner? Na gut. Great witness. Er muss halb am Verdursten sein, weil er einen riesigen Schluck Bier trinkt. So much bluster to hide the fact that they're uncomfortable with you having this info. So viel Gepolter, um zu verschleiern, dass sie sich unfair fühlen, wie viele Informationen du hast. Hey, das sind auch noch bei mir 3%, wenn wir Autorität minus 3 haben. Was können wir zum Glück? Ich will noch mal über den Mensch unterhalten. Again, just get the dead guy's autograph, since you're his biggest fan. Ja, sein Autogramm ist schwierig, ne? Keiner weiter fragen. About fucking. Okay. Er sieht übrigens relativ dünn aus. Das ist, auf dem ersten Mix sah er immer sehr breit aus, aber eigentlich ist er gar nicht so groß, ne? So, wir könnten ja auf jeden Fall das Klemmbrett der Autorität. Wie viel Autorität habe ich eigentlich von Natur aus? 1, ne? Bonus auf Gegenstände? Okay, ich hätte natürlicherweise hätte ich 2 Autorität. Nee. Ich hätte? Egal, wir gehen erstmal zum Funkgerät. Jetzt, wo wir mit. Oh, was ist das? In the morning light, the white on blue police livery on the motor carriage cannot but catch your eye.
Im Morgenlicht sticht dir die weiß-blaue Polizeilackierung des Motorwagens besonders ins Auge. Warum denke ich überhaupt danach? Sollte ich nicht? Do something important? Something murder-related? There's always something important. Doesn't mean you can't take a moment to admire this piece of machinery. Aha. Die Mechanik. Also jetzt auf einmal findet die Mechanik, die Maschine interessant. This is a Caprice Kanema, the Caprice Motor Corps follow-up to their highly successful workhorse, Caprice 40, and the answer to the Lum's racing breed, Ferv series. Ah, ja. With its air-cooled, rear-mounted 12-cylinder compression ignition engine, driving the rear wheels through a 4-speed manual gearbox, the Kanema is able to reach 100 kilometers per hour in 13.5 seconds and go on to a top speed of 180 kilometers an hour. 180 km/h ist für ein Gefährt, was aussieht wie ein Block und der vor allen Dingen auch noch negative Windschnittigkeit hat, eigentlich ziemlich beeindruckend, oder? Wenn du dir diese Karre anguckst, das sieht ja mit dieser Aufhängung, das sieht ja voll aus wie eine Kutsche. Und es ist halt vorne als diese Schräge drin. Das Ding es wäre noch schlimmer, wenn es ein Segel hätte. Würde sich nicht in der ersten Kurve überschlagen? The high center of balance is offset by a large battery bank mounted at the bottom of the cabin, feeding all the auxiliary systems and making the Kanema effectively a mobile power plant. Der hochgelegte Schwerpunkt wird durch eine große Batteriebank im unteren Teil der Fahrgastraum wettgemacht, die alle Hilfssysteme mit Energie versorgen und den Kinema zu einer Art mobilen Kraftanlage machen. Ja stimmt, das Ding hat einen 12-Zylinder-Motor oben drauf montiert. Dieses technische Gerät macht mich wirklich an. Due to a quite steep price tag, it is very unusual to see one in police livery. Durch seinen hohen Preis sieht man die seltene Polizeilackierung. Ihr Wagen gefällt mir nicht, Lieutenant. Er scheint mir nicht wirklich praktisch zu sein. Cool! Mhm. You want to take a closer look? Ein Ausdruck von Lächeln huscht über das Gesicht des Lieutenants. Was für eine Leistung hat er? Ein toller Wagen. Du fährst mit 130. I reckon that's a 7-liter V12 there. Sieht ja ein 12 Liter aus, 7 Liter. Man, that's got to be a major advancement over the KR18 GU engine on the old Caprice 40. Das ist ein, du reibst dir das Kinn, das ist eine weiterentwickelte Version der älteren 40er-Modelle, ja. Du fährst anerkennen. Mama hat eine Menge Macaroni unter der ich mache das da. 7.2. Supercharged. Ach, ein Turbo ist es so. Der Lieutenant versucht sich ein selbstgefälliges Lächeln zu verkneifen. Es gelingt ihm nicht. Saying these words brings him immense joy. Er ist hoch erfreut darüber. Ein toller Wagen. Du fährst mit der Hand über die glatte Metalloberfläche. Yes. An extraordinary machine. Die Stimme des Lieutenants klingt sanft, während er seinen Blick über die Konturen des Fahrzeugs schweifen lässt. Helium headlights would improve the range and quality of the visual field a lot. Heliumscheinwerfer? Gibt es Heliumscheinwerfer? Ich weiß, dass es Xeon-Scheinwerfer gibt, aber ich habe keine Ahnung, was genau das Xeon eigentlich tut. Warte mal. Helium versus Xeon Lights. Also du kannst... Also Nobelgase geben generell Neonlichter aus. Also du könntest theoretisch eine Lampe aus Helium bauen, aber man tut's nicht. Weil es gibt keine Heliumlampen. Doch, warte mal. Muss Helium leiten mit oder Fahrzeugschlüssel? Ne. Das gibt's nur als Eigennamen von irgendwelchen Hipster-Startups. Also es gibt keine Helium-Scheinwerfer. Also es sollen wahrscheinlich Xeon-Scheinwerfer sein, aber aus irgendwelchen Gründen heißen sie hier so. Naja, gut. Haben Sie schon mal überlegt, auf Helium-Scheinwerfer umzusteigen? Actually, I have a pair at home. Just haven't gotten around to fitting them yet. I need to lay some wiring for the ballast first. Er braucht Verdrahtung für die Vorschaltgeräte. Das klingt kompliziert, aber viel Glück. Falls wir diesen Fall lieber lösen, können wir das zusammen machen? Maybe. Yes, definitely maybe. Antwortet er mit einem zaghaften Lächeln. Nickt dann. And means no. Das heißt nein. Danke, lieber Rhetorik. Okay, zurück zur Sache. So, egal. Ich wollte eigentlich nur bei der Zentrale anrufen. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Und Fragen stellen. Beim nächsten.